Hallo und herzlich willkommen. Der neue Peugeot 208 Move to Electric. Hier steht er, ein voll elektrisches Fahrzeug von Peugeot, natürlich mit E-Kennzeichen hier. Das ist optional, muss man nicht machen, kann man. Und hier ist Stefan Konz. Grüß dich, Stefan. Hallo. Ja, wir haben ihn eben schon gezeigt, den 2008 haben wir ein eigenes Video zugemacht, voll elektrisch fahren mit Peugeot. Großer Test, könnt ihr sehen, ich glaube 45 Minuten lang war es insgesamt und da ist der kleine Bruder. Das ist jetzt kein SUV. Nee, das ist ein klassischer Kleinwagen, so gesehen, falls man das noch so nennen kann. Aber es ist ein Kleinwagen. Das Besondere bei Peugeot ist, ihr habt die normale Bauform gelassen. Das heißt, von außen, wenn man so ein paar Sachen abmacht, wird man es gar nicht so erkennen. Das stimmt, das stimmt. Also das Labeling ist jetzt wirklich sehr zurückhaltend mit Elektro. Also man sieht es hier in erster Linie halt am Nummernschild, an diesem blau hinterlegten Löwen. Auf der Rückseite ist es auch nochmal vorhanden. Und das spiegelt so nach außen hin das Elektrofahrzeug. Schwarz läuft gut, muss man sagen. Das ist jetzt Schwarz-Metallic? Ja, das ist Schwarz-Metallic. Läuft gut, ist auch von der Nachfragesituation immer noch mitführend, die Farbe. Wobei ich persönlich halt das Auto in Farbe, also in der richtigen Farbe, ein bisschen knackiger finde, weil da immer diese Kotflügelringe dran hat in der Elektro-Version, also die jetzt hier so hochglanz-schwarz gehalten sind. Hier. Achso, die fallen dann gar nicht auf. Und die fallen dann halt im Kontrast nicht auf, weil das Auto dann halt einheitlich schwarz ist durchgängig. Das heißt, wenn der blau ist oder gelb, ne, das ist auch so eine neue Farbe. Ich zeige das mal gerade bei den anderen Autos, die sieht man hier. Also das heißt, das wäre jetzt praktisch so die Version, wie er käme. Der wäre dann auch Hochglanz, das Schwarz? Da ist jetzt ein 2008, aber vom Grundsatz her ist das jetzt hier so mattiert, diese Kotflügelringe, die beim 208 dann Hochglanz sind. Aber das würde so vom Kontrast her aussehen, genau. Okay, das heißt, das wäre dann nochmal vom Kontrast ein bisschen anders. Kriege ich den zweifarbig? Ich kriege den zweifarbig mit dem schwarzen Dach, das ginge. Das wäre dann praktisch so wie hier, blau und schwarz würde gehen? Genau, blau und schwarz würde gehen. Das ist hier vorne steht auch einer in blau und schwarz, jetzt keine Elektro-Variante, ja, aber ein GT-Line, also schon eine Top-Version. Und der hat praktisch dieses schwarze das sieht man auch, diese schwarzen Elemente. Schwarze Element und diese Kotflügelringe. Und das ist halt vom Kontrast her Bombe. Das sieht viel cooler aus. Also der Wagen wirkt viel größer. Genau so ist es, genau. Also schwarz macht den Wagen unheimlich zierlich jetzt in dem Bereich. Aber wenn man so ein Auto sieht, so im Straßenbild, hinter einem oder vor einem normal herkömmlichen Kleinwagen, ist das Auto extrem bullig. Also aber das ist das gleiche Auto, der 208. das gleiche Auto. Andere, was das ausmacht. Genau, Farbe macht da unheimlich viel aus bei dem Wagen. Ja. Da vorne steht noch einer, ist der gleiche? Das ist der gleiche in einer etwas schwächeren Variante. Also das ist jetzt hier praktisch eine Aktiv- oder Allure-Version. Guck mal gerade, das ist ein Allure. Und der hat jetzt auch dieses schwarze Glaselement zwar drauf, aber diese Kotflügelringe nicht. Und die machen unheimlich viel aus. Also man sieht es ja hier jetzt im direkten Vergleich. Das ist ein GT-Line und das ist ein Allure. So, du schickst mir noch die CO2-Werte von allen drei jetzt bitte, weil dass wir die mal kurz einblenden von den Sachen. Das hier ist praktisch Benziner, richtig? Das ist ein Benziner. Der hat ein 8-Gang-Automatikgetriebe und jetzt in dem Fall 130 PS. So, das wäre die Alternative. Aber wir zeigen euch gleich mal den Elektro von vorn bis hinten, von oben bis unten. Es geht jetzt erstmal nur mal um die Optik, wie er in Zweifarb aussehen würde. Der würde dann genauso aussehen, auch hinten mit dem Spoiler. Ganz genau. Das ist ja krass. Der Spoiler ist dann vorhanden. Er hat auch hier dieses durchgehende Leuchtband drin. Das durchgehende Leuchtband ist auch. Aus und trotzdem sieht es aus, als wäre es beleuchtet. Cool, wir gehen mal rüber. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also ich nehme es zurück, schwarz ist cool, aber wie du eben gesagt hast, die Zweifarblackierung, das In dem Auto unheimlich viel. unheimlich viel. Also es wirkt, wobei er ist auch nicht schlecht. Also hier ist das E, das fällt direkt ins Auge. Genau, genau. Also wenn er jetzt blau ist, fällt das natürlich nicht so ins Auge, gebe ich zu. Aber sonst so von der Farbsprache ist das mit dem zweifarbigen schon auch schick. So, da vorne ist er ja, P1843E. Und als was auffällt, ist das E hinten und natürlich hier hinten das E. Das ist da. Und ja, so die Spezialisten werden es jetzt wahrscheinlich sehen auf der Straße. Der Löwe ist blau, ja, hat so eine blaue Inline. Genau, der ist so leicht hinterlegt mit Blau. Genau. Sehr schön. So, andere Seite nochmal kurz zum Gucken. So sieht das E übrigens aus, wenn es nicht angestrahlt wird. Und der Farblack ist übrigens so ein Metallic-Lack, der so in verschiedenen Farbpigmenten glitzert. Gut, der ist jetzt sauber einigermaßen. Schwarz und Dreck. Ja, es ist halt ein bisschen empfindlich, die Farbe, jetzt im direkten Vergleich zu einem helleren Fahrzeug. Also schwarz ist halt pflegeintensiv, das war es schon immer und das wird es auch immer bleiben. Ich zeig mal den blauen im Vergleich dazu. Farbe ist ja schon ein Thema. Leute machen sich viele Gedanken um Farben, oder? Ja, mittlerweile also die Farbwahl. Es gibt jetzt auch von Herstellern mittlerweile wieder Autos in Farbe. Vorher gab es immer nur alles so eintönig in Grau, Tönen und Weiß vielleicht noch. Mittlerweile das ist schon, ist wieder schon gewagt hier Mut bei zur 2008. Farbe. Ja. Okay, super. Ja, mach mal hinten auf bitte. Kleinwagen ist das ist noch nicht der kleinste, den ihr habt. Also als Elektro schon jetzt, oder?
Genau. Als Elektro ist es der kleinste, den wir aktuell haben. Wir werden jetzt halt die Flotte weiter ausbauen in dem Zusammenhang. Also es wird in jedem Bereich nachher einen Hybriden oder ein Elektrofahrzeug geben, alternativ. Da ist Ladekabel drin? Das ist Ladekabel drin, ganz genau. Sag mal bitte, was ist da drin? Das normale standardmäßige Kabel, das jetzt mit dabei ist. Hier ganz normal mit der Haushaltssteckdosenaufnahme. Was cool ist, da ist ein Magnetverschluss drin. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal einen Reißverschluss auf und zu. Nee, muss man nicht. Also ist mit Magneten ist es. Da vorne sind die Magnete, da sind direkt auch natürlich die Handschuhe dabei. Man weiß warum. Natürlich. Weil es ist nicht nur so, dass ich das Ladekabel anschließen kann, ich kann auch bereits vorhandene Ladekabel nehmen, die können dreckig sein. Genau, und die können dreckig sein durch die Nutzung halt im Vorfeld. Hochvoltladen, geht das bei dem? Geht. Genau, wenn du mir kurz mal zeigst. Habe ich hier den Terminal. Und dann habe ich jetzt hier praktisch das Basiskabel, das von Hause aus dabei ist. Das kann ich dann auch noch durch ein höhenwertiges Kabel, kann ich jetzt nochmal ausbauen, indem ich jetzt wenn ich eine Greenline-Steckdose zu Hause hinmache, kann ich halt hier praktisch auch nochmal mit mehr Kapazität laden, dann geht es ein bisschen schneller. Oder man nimmt die Verblendung ab und kann dann halt dementsprechend an die Schnellladestation gehen. Da ist die Verblendung. Das sind so zwei kleine Tasten, was können die? Die können im Endeffekt den größeren Stecker aufnehmen für die, oder du meinst jetzt hier? Ja, genau. Das ist das Entsperren. Also wenn ich jetzt während des Ladevorgangs den Stecker abziehen will, weil ich jetzt plötzlich weg muss oder wegfahren muss. Also wie beim Trockner. Genau, da muss ich den Ladevorgang, wieder bei der Waschmaschine, da muss ich hier praktisch den Ladevorgang beenden. Das ist auch so, die kommunizieren ja die Ladestationen jeweils mit dem Kabel und dem Auto und sagen, ich bin da, ich brauche so und so viel Kilowatt, das ist hochintelligent, das ist nicht nur einmal Strom rein, oder? Nee, das ist also schon bemessen alles, damit es halt optimal auch zu beladen ist, das Auto. Prima. Ja, die Batterie, die ist unterm Sitz quasi? Die Batterie ist praktisch wie so ein Unterflursystem, wie man das früher so nannte oder nennt. Das heißt, die ist unten, dadurch ist der Schwerpunkt vom Fahrzeug auch relativ weit unten. Weit unten. Auch umklappen kann man das Auto. Wenn du mal ganz kurz diese Ladeabdeckung mal ein bisschen runter machst, dass wir mal durchgucken können. Und dann sehen wir nämlich etwas mehr. Das ist geteilt hier. Geteilt, 1/3, 2/3 klassisch geteilt, also wie es üblich ist in der Klasse. Und kann auch ganz normal dann umgelegt werden. Liegt allerdings jetzt hier bei diesem Modell immer nur auf der Sitzfläche auf. Das heißt, ich habe einen Höhenversatz drin. Gut, es gibt Schlimmeres. Also es gibt ja Leute, die kaufen sich bewusst ja kleine Autos, weil ich sag mal, der Footprint einfach viel kleiner ist in der Innenstadt. Ja. Thema Parkplatzsuche. Die geben sich aber nicht so viel. Ich denke, das sind so 30 cm, die da länger ist. Also er liegt jetzt irgendwie im Bereich von 4 Meter rund, ne, und er liegt bei 4,25, 28. Genau, also rund 30 cm länger, aber die können es im Zweifel ausmachen. Der Preis ist natürlich auch eine entscheidende Komponente. Auch hier gibt es eine BAFA-Förderung im Moment? Hier gibt es auch die BAFA-Förderung in Höhe von 6.000 € plus den Herstelleranteil, den wir dann halt nochmal an Rabattierung geben. Das heißt, man spart summa summarum so um die 9.000 €, die praktisch vom Preis abgehen. Auto geht irgendwo los bei knapp 30. Das heißt, ich liege so knapp über 20, dann brutto. Genau, richtig. Da kommt noch Frachtzulassung zu, aber so in der Richtung liegt man da. Ist ja bezahlbar, oder? Ja klar, also wenn ich es vergleiche gegen Verbrenner momentan, weil die halt diese staatliche Förderung von 6.000 nicht haben, bin ich von der Ratenbetrachtung her auf gleichem Niveau. Cool. Ja. Hier halt ein Auto mit Automatik, das ist halt auch ein Thema. Also viele wollen ja Automatik, wenn die dann hören, was ein Automatikauto jetzt im Verhältnis kostet zum Elektro, der es von Hause aus mitbringt, ist es halt so, dass das Pegel dann eher Richtung Elektro geht. Gut, wenn ich natürlich das Profil dafür habe, da können wir uns gleich mal während der Fahrt drüber unterhalten. Mach noch mal ein, bitte, die Abdeckung, denn wir fahren gleich mal ein bisschen los und testen das Auto mal auf Herz und Nieren auf einer kleinen Probefahrt. Und Zielgruppe für den 208, wer kauft sowas? Pflegedienste? Pflegedienste sicherlich nicht, weil die halt diese schnelle Verfügbarkeit und Spontanität brauchen, wo die vielleicht auch gar nicht so planen können, wie viele Kilometer sie am Tag fahren. Aber wenn ich jetzt hier eine Planung habe, dass ich sage, ich fahre am Tag 80 Kilometer, ist das zum Beispiel schon mal eine Zielgruppe. Dann ist auch die Frage, wo fahre ich rum. Aber es gibt junge, also es geht durch die Bank. Also ich hab junge Paare, ich habe ältere Paare, also es ist durch die Bank alle, die dafür Interesse haben und sich das leisten möchten, die sind momentan Zielgruppe. Es wäre schon für einen Fahranfänger auch cool. Das heißt, ich habe ein spritziges Auto für 20.000, knapp über 20.000 € mit der Förderung. Wahrscheinlich hoher Restwert. Elektroautos werden auch in 3 Jahren wahrscheinlich sehr gefragt sein. Also aktueller Stand werden die wohl relativ wertstabil sein. Das ist auch vielleicht der Grund, warum es jetzt staatlich gefördert ist, um überhaupt mal einen Bestand in Deutschland zu generieren. Ja, also schaffe ich das Problem, dann schaffe ich die Lösung. Thema Ladestationen. Je mehr Autos es gibt, desto mehr Gedanken müssen sich die Leute machen. Sind explodiert, muss man klar sagen.
Die Ladestationen kommen immer mehr. Die Ladenorm, der Stecker hat sich jetzt normiert. Das heißt, so, das pendelt sich alles ein. Das pendelt sich alles ein. Das ist jetzt europäisch auf einem Niveau. Auch weltweit wird es jetzt in die Richtung gehen, dass es halt ein einheitliches Steckersystem gibt. Und dann wird das wahrscheinlich auch dann leichter zu etablieren sein. Ja. Steig mal hinten ein, die 30 cm merkt man jetzt. Einmal ist der Kofferraum ein bisschen kleiner und ich nehme an, auch hinten. Wenn ich jetzt hier einfälle, geht es schon. 1,86 groß. Und jetzt muss ich wieder die Kopfstütze hoch machen. So, dann geht das immer noch. Also So, ich komme auf dem Dachhimmel, komme ich klar. Da hat jetzt auch kein Schiebedach, der Wagen. Man müsste vielleicht den Sitz jetzt vorne noch ein bisschen nach vorne ziehen. Aber gehen würde es. Also das hier ist wahrscheinlich für die Football-Mums oder Football-Dads, die dann noch 3 Kinder mitnehmen. Der hat insgesamt 3 Sitze hin. Genau, der hat 3 Sitze hinten. Genau. Isofix auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Ja. Zweimal Isofix hinten. Gut. Jetzt mal gucken. Warte mal kurz, Stefan. Ich habe mal gerade die Kamera durch. Das Isofix da. Und das ist einmal links, einmal rechts, nicht in der Mitte. In der Mitte nicht. Okay. Weil da ist die Bank nicht breit genug dafür, um 3 Isofixen nebeneinander zu bauen. Zu eng. Ja, aber vorne auf dem Beifahrersitz hätte er noch einen Isofix. Ja, achso, vorne auch. Ja. Das ist ja auch. Zeig mal bitte, vorne. Dass wir das mal sehen. Jetzt vielleicht erstmal die Optik. Der wird in der Form jetzt schon wie lange gebaut, der 208? Also den gibt es jetzt knapp über ein Jahr. Auch neu quasi. Genau. Das hier ist Polo, so von der Klasse? Ja, auf jeden Fall. Wobei er liegt so ein bisschen dazwischen. Also er ist schon ein bisschen größer wie ein Polo, weil wie gesagt, wenn ich so einen aktuellen Polo sehe und er fährt vor oder hinter ihm, ist er halt von den Proportionen her sehr bullig. Also jetzt im Verhältnis. Ne? Optisch schon bulliger. breiter. Gut, du bist ja auch bei Peugeot. Das könnte damit zusammenhängen, ja, stimmt. Früher war das so 80er Jahre, da war so der Golf und der 205, das waren Rivalen, muss man schon gesagt haben. Also die haben sich nicht viel gegeben. Heute ist es so, schon eine sportliche Marke Peugeot, oder? Ja, Von der Anmutung. Auf jeden Fall. Von der Anmutung auf jeden Fall, von der Haptik auch. Ist auch schön. Innenausstattung konnten wir schon immer. Und wie gesagt, jetzt vom Fahren so mit der Technologie ist wirklich auch Stand der Technik. Prima. So, dann steige ich mal ein, bleibt dran. Zuvor schauen wir aber noch mal ganz kurz in den Motorraum, denn auch da können wir ein bisschen was erklären. Denn dieses Fahrzeug hat tatsächlich noch einen richtigen Motor drin, kein Getriebe mehr. Das Getriebe gibt es nicht, der hängt direkt am Strang quasi. Genau. Wahrscheinlich Untersetzung, Übersetzung, irgendwas hat da drin. Hier sieht man ein bisschen mehr. Hier sieht man ein bisschen mehr, die Abdeckung ist ein bisschen kleiner. Aber der Motor ist technologisch gesehen das gleiche. So, das heißt, es ist aber nicht damit getan, dass die Ingenieure einfach den Benziner rausgeschmissen haben und haben mal eben so ein Elektro reingemacht. Das heißt, hier ist Hightech drin, oder? Da ist Hightech drin und es ist auch ein bisschen weitreichender, das Ganze. Also was jetzt hier noch gleich ist, ist der Bremsflüssigkeitsbehälter, Scheibenwaschflüssigkeit und die Batterie, die jetzt hier trotzdem noch vorhanden ist. Die ist halt ein bisschen dem Original angelehnt, sag ich mal. Der Rest ist aber dann doch schon different. Cool, hier vorne sieht man auch, da ist der Anschluss für die Spannung. Also einmal holt man sich das hier am Gehäuse vom Auto und einmal an der Batterie. Ja, die Batterie ist ja nur noch dazu da für die Fahrzeugelektrik, nehme ich an. Genau, ganz genau, richtig. Okay, da hat im Prinzip eine normale Starterbatterie. Genau, richtig. Cool. Alles, was orange ist, vielleicht nicht mit der Schere dran, ne? Nee, sollte man lassen. Oder mit dem Seitenschneider sollte man auch lassen. Das ist gut. Man braucht eine spezielle Zulassung, Hochvolt, alles nicht so witzig. Habt ihr schon gehört von abgebrannten Peugeots in irgendwelchen... Aktuell noch nicht. Aktuell noch gar nichts. Also in der Richtung gibt es ja viele Videos im Netz, ne? Aber mit dem Peugeot habe ich da bislang noch nichts gehört. Wobei, wenn man ehrlich ist, das kann uns genauso ereilen. Weil du weißt ja auch nicht immer, was ist im Vorfeld gewesen, warum ist das passiert. Ne? Also, kann ja sein, ein Stein war drunter, hat die Batterien zerstört. Klar, also klar. Das ist so. Man steckt da nicht drin. Man sieht nur immer das Ergebnis, das Video und dann explodiert das Auto und das ist dann schon beeindruckend. Und es brennt ja auch 6 Wochen gefühlt. Aber da wüsste ich jetzt nichts von. Ne, aktuell. Ja, das Starke dabei ist auch noch, man muss immer bedenken, die Leute fahren mit einem Stand heute, mit einem hochentzündlichen Treibstoff namens Benzin rum, der, wenn man ein Feuerzeug dranhält, in Flammen aufgeht. Ja. Könnte auch passieren. Also ich sag mal, das eine ist nicht zwingend ungefährlicher wie das andere. Ist richtig, richtig. Nur vielleicht sind die Erfahrungswerte jetzt in dem Elektrobereich noch nicht so weitreichend wie jetzt halt bei den Verbrennern. Wie gesagt, also ich erwähne es nur. Ja, klar, also der Benzinautos, das kann man jetzt auch lange drüber fachsimpeln, was da jetzt sinnvoller ist. Oder ich habe das noch nicht gehört, da war noch nie ein Problem. Okay, super.
Also in Rüsselsheim wird jetzt sogar noch ein Center gemacht, um Batterien dann selbst instand setzen zu können. Also eigene Zellen werden dann praktisch instand gesetzt. Achso, es kann sein, dass einzelne Zellen kaputt gehen, dann kann man die reparieren. Genau. Das ist jetzt halt noch im Moment so ein bisschen Zukunftsmusik, aber das Werk ist in Entstehung und das ist halt auch immer so ein Thema, weil da haben ja auch viele Angst davon. Was ist nachher mit der Entsorgung der Batterie? Ist das umweltgerecht? Was passiert mit diesen Teilen? Und wenn wir jetzt ein Recyclingwerk haben in Rüsselsheim, dann wird es funktionieren, weil diese Batterien, wenn die nachher die 80% oder die 60% nicht mehr schaffen von der Kapazität, wird es in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, man nutzt es als Zwischenspeicher für Windräder oder so. Also da wird es schon noch Lösungsansätze geben. So, Einstieg, großes Thema. Du bist ein großer Mensch, 1,86, stimmt das? Ja, ist richtig. So, mach mal auf bitte. Und hier zeigen wir mal beim Kleinwagen, was ja besonders wichtig ist, die Ergonomie. Ist das ein Problem? Oh ja. Warte. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nee, geht richtig gut. Also passt. Auch so. für einen Kleinwagen. Also er ist jetzt von außen nicht so extrem von der Abmaßung her und trotzdem habe ich hier wunderbar Platz. Es ist ja auch eine Glaubensfrage. Wenn ich jetzt in Berlin bin, habe ich vielleicht eher ein kleineres Auto. Wenn ich nur Stadtverkehr mache, miet mir das vielleicht mal. So der 10-Sekunden-Test Bedienung, der besteht das Auto? Die Bedienelemente findet man die? Bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber vom Grundsatz her. Ja, genau, deshalb. Aber vom Grundsatz her ist das echt recht simpel aufgebaut. Ich habe hier die Vorwahltasten, wo ich jetzt praktisch mein Menü abrufen kann, dass ich jetzt halt bedienen möchte, ob das jetzt Radio, Navigation, Sitzheizung, was auch immer. Ich meine jetzt eher so anmachen, blinken, Ach so, Licht also anmachen. wirklich Basics. Basics. Also ich drehe die Bremse, drücke hier auf den Startknopf drauf und schwupps ist das Display an. Und dann Das ist er auch war's. schon ready. Das heißt, das Auto ist jetzt schon fahrbar. Ne? Sehr schön. Ja, höhenverstellbar ist der Sitz. Ja. Der ist hier seitlich verstellbar und geht dann halt so diagonal nach vorne. Ganz groß das Display. Es sieht so aus, als wären die Innenbedienelemente gleich beim 2008. Kann das sein? Das könnte sein, ja. Ist auch so, oder? Ist tatsächlich so. Nee, also es ist schon gleiche Formensprache und auch gleiches Design. Die sind übereinstimmend, weitestgehend. Ja, das heißt auch die Größe ist riesengroß. Das ist taktil, das Display. Kann ich oben drauf drücken für die Funktion? Ich habe also hier ein Touchscreen, habe ich ganz normal. Beides. Ja, ich habe genau. Unten auch Touch-Tasten. Genau. Also da, wo jeweils ein Symbol drauf ist, über den Schaltern, Genau. da kann man auch drauf drücken. Genau. Mach mal bitte. Also wenn ich jetzt hier auf die Navigation drücke, springt er halt dann dementsprechend um und die Bedienung im Menü erfolgt dann praktisch über den Touch. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich dann dementsprechend die Adresseingabe machen oder die letzten Ziele aufrufen, also wie man es kennt von der Navigation. So 24 Grad, man hat das Gefühl, es ist warm und stickig. Dank Wärmepumpe, wenn du die mal kurz anmachst, geht es ruckzuck, oder? Genau, wenn ich ihn jetzt anmache hier, dann geht ganz normal die Klima in die in die Funktion und dann... Ja, Die ist direkt da, Die ist oder? direkt da, ja klar. Das ist kühlt stark. dann Das halt heißt, die direkt ist ab. extrem effizient, so eine Wärmepumpe. Das kennen wir vom Pool her. Da wird ja auch keine Kühlschrank. Kalte Luft. Kalte Luft, ja. Ich zeige es also nochmal USB-C für alle, die gerne Android. Hier, ich habe ja einen Pixel oder das ist mittlerweile der neue Standard. Den habt ihr drin und ihr habt natürlich noch USB mit drin. Aber was ziemlich cool ist, eine 12 Volt Ladebuchse. Da kann ich jeden Adapter reinmachen. Genau. Alles, Auch was ich 230 Volt, alles was ich brauche. Genau. Erklär mal gerade vorne, das ist die neue Formensprache. Wie hat sich das bewährt, die Tasten? Das ist ja alles so eine Geschichte, wenn Designer was entwickeln, bringen es auf den Markt. Wie haben es die Kunden akzeptiert? Also erstmal dieses Aufgeräumte, das kommt super gut an, weil es gibt ja mittlerweile Autos, die haben 120 Tasten im Auto-Fahrzeuginneren und die dann halt, ja, zielgesteuert auch nachts zu bedienen, ist halt ein bisschen schwierig. Das haben wir damals eingeführt oder wurde eingeführt beim 3008er. Optisch noch ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her schon vergleichbar und das kommt super an. Also weil man hat im Endeffekt man weiß ja, was man bedienen möchte und muss dann nicht 60 Mal rumsuchen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich würde gerne eine Telefonfunktion aufrufen, gehe ich auf den Telefonhörer, was selbsterklärend ist und dann geht er halt dementsprechend in das Menü. Das ist also ganz simpel. Und dann habe ich halt so ein paar Direktwahltasten zur Defrostung der Frontscheibe, Heckscheibenentfrostung, oder Zentralverriegelung. Ich kann auch die Klimaanlage auf maximal einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt ganz schnell Abkühlung haben möchte, gehe ich auf AC Max. Also ist hier so eine Drucktaste und dann bläst der mal richtig schön kalte Luft hier rein. Ja, das Fahrzeug ist jetzt schon an. Das sieht man daran, dass es ready ist. Und vielleicht gehen wir noch mal gerade auf dieses 3D-Display ein. Ja. Denn das
Das ist was ganz Besonderes. 3D-Display bedeutet, es gibt 2 Ebenen. Genau, ist in der Fahrzeugklasse einzigartig und ich kenne auch nicht viele Hersteller, die es überhaupt haben. Also er hat oben in dem oberen Teil von der Abdeckung vom Display hat er praktisch eine Spiegelebene drin. Und die spiegelt auf eine zweite Plexiglasscheibe dann diese Informationen. Ja. Man sieht es ja, wenn ich es hin und her bewege, es sieht in echt viel dramatischer aus. Wenn da so ein Display, also ein Auto eingeblendet wird oder so, das ist schon so ein bisschen Kirk, wie nennt sich das? Captain Kirk? Captain Kirk, ja genau. Ja. Also es ist wie bei Raumschiff Enterprise. Also man kann hier die Fahrhilfen anzeigen lassen, die Navigation kann er hier oben einspiegeln. Also es ist wirklich alles machbar. Ja. Und das ist auch wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt. Ja, das Schöne hierbei ist, fahr mal los, Auto ist an, das Lenkrad lässt sich Höhen und Reichweiten verstellen. Gut, dann hast du eine Art Head-Up-Display, das heißt, du guckst über das Lenkrad auf das Display, korrekt? Genau. Also bei der Lenkradgröße ist es nicht möglich durchzuschauen. Aufgrund dessen guckt man halt drüber, es ist auch oben schön abgeflacht. Also ich kann da genau im Blickfeld, kann ich genau sehen, welche Informationen das Auto für mich hat. Das sieht aus wie so ein PlayStation Formel 1 Lenkrad, so ein bisschen. Genau. Und das geht, du kannst es gut bedienen? Super. Wo ist denn die Rundes? Ja, aber ist überhaupt kein Problem. Also Widerstand ist relativ gering. Das wird dann etwas härter, wenn ich schneller fahre. Okay. Dynamisch quasi. Ganz genau. Aber sonst funktioniert das wirklich toll. Ist auch sehr leise. Gut, ja. Elektromotor. Ja, die Besonderheit ist, selbst wenn man schnell fährt, auch hier das Auto ist abgeregelt. Wie viel? Auch 150 km/h. Das ist einheitlich. Einheitlich. Ich denke, das langt auch. Reichweite hat er die gleiche Batterie wie der 2008? Genau, also weil er etwas leichter ist jetzt vom Fahrzeug her, hat er jetzt hier eine etwas höhere Reichweite. Ob das in der Praxis relevant ist, muss man halt dann wirklich für sich selbst beantworten, weil der hat jetzt hier einen höheren eine höhere Kilometeranzeige. Zeigt 310 an gerade. 310 an. Das ist realistisch? Das heißt, der Bordcomputer... Also ja, ich hatte Kunden gehabt, die sind wie gesagt 200 Kilometer Probe gefahren, kamen zurück, da hat das Auto noch knapp 110 Kilometer Restreichweite gehabt. Also das funktioniert schon. Ob man die letzten 110 dann wirklich auch noch rausquetscht aus dem Auto, ist halt immer die Frage, weil die meisten halt dann spätestens anfangen zu laden, bei 100 Kilometer Rest. Ja. German Angst, das ist so. Genau, das heißt also, sich ranzutrauen an den letzten Null. Ja. Da hat ja einige YouTuber haben da schon Videos gemacht, die haben mal komplett leer gefahren. Habt ihr schon Kunden gehabt, die ihr abschleppen musstet, die leer waren? Bislang aufgrund von Leerstand nicht. Ja, weil wie gesagt, die meisten halt vorher dann hingehen und sagen, komm, ich hänge mal an, der ist ja dann wieder geladen. Ne? Also um dieses Thema komplett auszuklammern. So, Strategie. Ich kann an einer Schnellladestation das wie schnell vollladen, das Auto? Also normalerweise kriege ich das Auto an der Schnelllade mit 100 kW, kriege ich es in 30 Minuten voll. 80% oder was ist das meistens? Genau, richtig. Ja. Genau. Carbonoptik, schick. Ja, ist auch schön, also fasst sich auch gut an. Also ist jetzt nicht irgendwie so piepelig, das ist geschäumt, das ist auch kein Hartplastik, ne? Das vertieft sich richtig, also gute Haptik. Kinder, wir reden über ein Elektroauto von knapp über 20.000 €. Also das hat Automatik mit drin. Also ich sag mal, mit der BAFA-Förderung, allen drum und dran, liegen wir bei 21. Also 20 kostet er nachher, wenn er jetzt wirklich Basis ist, dann weicht er auch ein bisschen ab jetzt hier vom Layout, jetzt innen jetzt nicht unbedingt, aber von der Außendarstellung ist er dann schon ein bisschen anders. Sag mal, der hier steht 25 dann, wenn er fertig ist? Genau, 26, aber so in der Richtung komme ich da gut hin. Ja, aber 26 ja, und ich brauche nie wieder eine, ich sag mal, Tankstelle sehen mit dem Auto. Nee. Geht ja auch gar nicht. Genau, ich kann sie sehen, aber es wird mir nichts bringen. Das ist halt echt hier, ja, es ist halt ein anderes Fahren. Es ist ein super entspanntes Fahren in der Regel, wenn ich jetzt nicht gerade 100% Leistung abrufen will. Aber es ist halt neue Technologie und es macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Interessant. Wir hatten eben ein Schiebedach. Da warst du viel besser zu sehen auf dem Video. Jetzt ist... Kann sein. Kann sein, ja. Denn, heller, ne? Du warst etwas heller. Ja. Thema Schiebedach. Das ist schon so, wenn ich... Oder ich frage mal anders, wer kauft ein Schiebedach? Was ist das Argument? Helligkeit im Innenraum, wie wir jetzt eben gerade festgestellt haben. Ne? Ja. Es ist also wirklich so, die Glasflächen sind ja mittlerweile bei den Autos, von modernen Autos, von der Formensprache, sind die Seitenflächen ja vom Glas her relativ begrenzt. Das heißt, ich habe eine Gürtellinie, also eine Mittellinie vom Auto und darüber baut dann die Scheibe und das Dach. Da die aber relativ hochgezogen sind an der Seite, jetzt der will hier rein, von der Tür her, bleibt halt wenig Platz, weil das Auto soll ja jetzt nicht aussehen wie so ein alter Van, der also viel Glasscheibe hat und dann ein hohes Dach oben drauf. Und deshalb hat man hier mit einem Glasdach schon einen anderen Effekt. So, ich habe mal ganz kurz drauf gedrückt. Es gibt ein Display, da kann ich Informationen über den Batteriezustand sehen. Das sehe ich aber auch teilweise in dem Innendisplay mit drin. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
wie ich es einstellen kann. Einmal Stromfluss, Statistik und Ladung. Genau. Hier sehe ich praktisch, im Moment wird Energie entnommen. Genau, richtig. Ich sehe jetzt, dass Energie entnommen wird. Und dann baut er im Endeffekt diesen Akku dann halt auch ab während der Fahrt. Ne? So, die Reichweite sehe ich hier in der linken Seite. Da sehe ich also permanent die Reichweite. Sehe auch hier, ob er jetzt rekuperiert oder nicht. Das sehe ich auch hier im Display. Du hast 2 Stufen auf der Automatik, einmal D und B. Genau, wenn ich jetzt hier auf B gehe und würde vom Gas runtergehen, geht er praktisch in den Lademodus. Das ist im Endeffekt praktisch Energie, die ich jetzt zum Voranfahren nicht brauche, die er praktisch in die Batterie abgibt. Und er bremst auch stärker, ganz genau. Nochmal, wenn ich nur auf D fahre, dann rekuperiert er gar nicht. Dann rekuperiert er auch, aber halt nicht so stark. Man sieht es halt jetzt hier im Lademodus, geht er nachher dann in den Charge-Bereich, wo er dann praktisch nochmal Energie, die überflüssig ist, in die Batterie einführt. Das heißt auch, die Bremsen werden weniger abgenutzt? Genau. Was aber auch eine zweischneidige Geschichte ist. Es gibt also Kunden von älteren Elektroautos, i3 fällt mir da zum Beispiel ein, der hat so stark rekuperiert, dass die Bremsen Rost ansaßen. Weil im Endeffekt der Kunde, wenn der jetzt der Fahrer viel in der Stadt rumgefahren ist, hat er eigentlich nie die Fußbremse benutzt. Der hat immer nur über den Motor gebremst und dann ist die Bremsanlage nachher auch irgendwann hin, weil der nicht normal mechanisch gebremst hat. Okay, das heißt, man kennt das, wenn die Autos ein paar Tage stehen, das war ein bisschen feucht, Genau. fangen die an zu rosten. Das auf Dauer ist natürlich nicht gut für die Technik. Gut, lang ist her. Ob es denn wirklich so war, hast du vom Hörensagen, hast du selber gesehen? Es war wirklich so. Also ein guter Kumpel von mir war dort tätig oder ist es auch immer noch und der hat genau das berichtet. Gut, jetzt waren die ja einer der absoluten Vorreiter mit ihrem i3, Klar. Was es da damals gab. Genau. So, wir fahren mal geradeaus. Kennzeichenerkennung kann man sehen. Er kennt die Kennzeichen, wird sogar rot, wenn man wenn man zu schnell fährt. Wenn man zu schnell fährt, was ganz praktisch ist. Hat er einen Limiter? Einen Limiter habe ich, also ich kann ganz normal hier beim Tempomaten kann ich einen Limiter einsetzen, also dann kann ich mir eine Geschwindigkeit setzen. Ob ich das sehen kann? Hier seitlich. Ja, Geschwindigkeit setzen ist ganz praktisch, denn Begrenzer halt ist jetzt, genau, Begrenzer ist jetzt aktiv. Ich glaube, das ist fast noch für mich interessanter wie so ein wie so ein Tempomat, weil ich kann sportiver fährst. Genau, nee, das nicht, aber ich fahre ja viel Wohnmobil, da stelle ich mir das Ding auf 100 ein, komme nicht drüber. Genau, kriege ich auch kein Ticket. So. Es geht ja mittlerweile so weit, ich kann mich ja mit dem ACC, ich kann ja einen automatischen Tempomaten kaufen, der hängt sich ja dann auch an den Voranfahrenden. Bei dir? Ja. Hier, bei dem auch? Bei dem, der hat es jetzt nicht, ist eine Option, aber ist eigentlich eine sinnvolle Option. Weil ich halte immer den Abstand, was auch ein Thema ist mittlerweile. Man fährt halt aufgrund der Verkehrsdichte auch immer dicht auf, ne, um halt die Lücke noch zu nutzen. Das kann man halt mit dem ACC umgehen. Und man wird dadurch auch irgendwie entschleunigt, weil der regelt es dann halt vom Abstand her und auch von der Geschwindigkeit. Der hat einen Radar drin, der guckt, wie schnell der Vordermann fährt. Genau. Und hält das auch so ein, dass ich immer innerhalb der zulässigen in dem Abstand bin. Genau, vom Abstand her ist das dann eingepegelt. Das heißt, ich kann das nah, mittel und Warte kurz, Stefan. Wir sind in einem unbegrenzten Bereich gerade, was die Geschwindigkeit angeht. Geh mal bitte runter auf 80. Ist jemand hinter uns? Nö. Nee, keiner hinter uns. Jetzt sind wir auf 80 und jetzt könnt ihr mal stoppen. Machen wir genau 80. Und auf die Plätze, fertig, los! Vollgas jetzt, ja? Vollgas. Und Sport. So, mach mal bis Vmax. Das ist gar 150. Genau, merkt man jetzt auch. Also 150, 151, das ist dann Schluss. Ja, ist aber, fühlt sich an wie 300. Ja, genau. Also so am Band zieht er das so ganz locker aus dem Ärmel. Das ist echt toll. So, Stromverbrauch. Warte mal, ich gehe mal gerade auf Ladung, Statistik. Wir hatten eben schon bei dem anderen, bei den 2008 Elektrik, richtig, sind wir auch richtig zur Sache gegangen auf der gleichen Strecke. Jetzt haben wir rund 30, also ist der gleiche Motor drin? Genau. Gleiche Batterie? Gleiche Technologie. Ist identisch. Okay, das heißt, es ist ungefähr gleich. Übrigens, schaut euch auch das Video an, 2008. Das Auto ist ein bisschen teurer, rund 5.000 Euro teurer, richtig? Mhm. Ein bisschen größer, 30 cm länger, anderes Fahrgefühl, SUV. Ihr verkauft vom 2008 mehr im Moment? Aktuell noch vom 208 mehr. Weil der 208 ist jetzt schon länger auf dem Markt, also den gibt es halt schon ein paar Wochen länger. Und aufgrund dessen ist halt der 2008 jetzt halt noch so in der Etablierungsphase. So, jetzt haben wir einen Mercedes vor uns.
Was ist denn das für ein Feeling, wenn du rumfährst? Du fährst ja viel Peugeot Hybrid im Moment. Sprechen dich Leute auch schon mal so auf der Straße an? Ja, also beim 508 fällt das noch mehr auf, weil der halt eine andere Formensprache hat. Der ist also nach vorne oder auch von der Linienführung ist ja schon aggressiver als jetzt ein Mondeo oder sowas. Ja. Bei ihm ist es halt so, der Kunde muss es wissen. Also wenn ein Interessent am Straßenrand läuft, der jetzt sowas haben möchte, so ein Elektroauto, wenn er das sieht, dass es ein Elektroauto ist, wird man darauf angesprochen. Beim Hybriden geht es schneller, weil der Peugeot an sich, der 508er, halt ein Auto ist, das speziell designt ist. Also, wenn Sie noch irgendwelche Leute suchen, die Sie kennenlernen möchten, kaufen sich am besten ein auffälliges Hybridauto oder ein Elektroauto von Peugeot. Genau. Dann werden Sie auch auf dem Parkplatz angesprochen. Ist auch wirklich so. Also man muss dazu sagen, Saarland war das Bundesland mit den höchsten Peugeot-Zulassungen. Ich glaube, es ist immer noch so. Ihr habt die höchsten, oder ist Köln mittlerweile? Ja, also Köln nicht mehr. Also Köln ist aus dem Spiel in dem Zusammenhang, weil Peugeot auch wieder nach Rüsselsheim gegangen ist. Durch die Übernahme von Opel war die Immobilie halt vorhanden. Aber vom Grundsatz her ist das Saarland immer noch eine Bank, also für Absatz von Peugeot. Das lag daran, hier war die Niederlassung Deutschland. Im Saarland, das ist jetzt schon ein paar Jahre. Deutschlandzentrale ist hier gewesen, das ist jetzt glaube ich schon 7, 8 Jahre her, war Jahrzehnte hier gewesen und hat dann praktisch nach Köln einen Zusammenschluss forciert mit Citroën, weil Citroën dann praktisch schon in Köln vor Ort war, ist Peugeot dann auch noch dazugegangen. Saarland, starkes Automotive-Land, es gibt viele Zulieferer, die hier da sind, viele, Leute sind da, was viele auch nicht wissen, das zentrale Auslieferungslager von Seat Deutschland ist auch im Saarland, hast du gewusst? Nee, wusste ich aktuell nicht. Ich wusste, dass Seat auch relativ stark ist hier im Saarland, aber das Auslieferungslager... Jeder Seat, das ist in Saarlouis oben auf der Höhe, da wo dieses neue Gebiet ist. Okay. Da ist ein zentrales Lager und offenbar ist das zentrale Auslieferungslager von Toyota jetzt auch hinter eurer Haustür. Da stehen nämlich lauter Toyotas rum. Ja. Thema Corona, Absatzflaute, da merkst du gar nichts von, oder? Oder wenig? Ich für mich gesprochen momentan gar nichts. Ich habe jetzt eher das Problem, dass die Interessenten nicht spontan beliefert werden können, weil ja viele kommen und sagen, ich habe gehört, die Lager sind voll. Hier frage ich mich immer, wo das sein soll. Aber das ist immer eine Sache der Vorproduktion. Also es gibt Hersteller, die halt vorproduzieren und es gibt welche, die sagen, okay, wir wollen uns jetzt keine Autos auf Halde stellen, weil das im Endeffekt für den Kunden auch nicht gut ist, wenn er ein Auto bekommt, das ein Dreivierteljahr irgendwo auf Halde stand. Also für uns werden die Autos in der Regel produziert, wenn der Kunde sie haben möchte. Nochmal zusammenfassend, absolut praxistaugliches Auto. Bedeutet also, wenn ich in 208 gewohnt bin, steige hier ein, ich merke da keinen Unterschied, bis auf die Tankstelle, muss ich halt ein Stromkabel reinstecken, ist so. Genau, das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Und Automatik, gibt es nur mit Automatik? Und ich habe Automatik, wozu sowieso aktuell viele hintendieren zur Automatik. Ich habe jetzt hier also wirklich eine Automatik, die auch zu dem Auto super passt von der Leistungsentfaltung. Hier ist kein Ruckeln drin, kein Leistungsverlust durchschalten, der zieht wie am Gummiband. Also wie früher VW die Werbung gemacht hat für das DSG. So ungefähr, ja, richtig. Aber das ist jetzt hier halt ein neuer technischer Level, aber das ist schon... Elektromotor hat keine Gänge, das heißt, der ist stufenlos, ohne jegliche Abrisse. Genau, ist so. Richtig, der zieht von vorne bis hinten, also von 0 bis auf 150 durch. Wenn du jetzt abrupt vom Gas... Ist jemand hinter uns? Nee. Wenn du mal kurz vom Gas gibst, der bremst jetzt wesentlich? Nee, also wir sind jetzt hier auf der Autobahn, also in der Innenstadt bremst er stärker. Ja. Und hier bremst er jetzt relativ... Ganz normal quasi. Also so, als würde ich jetzt beim Verbrenner vom Gas runtergehen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der lädt dann auch auf, warte mal. Und der lädt dann auch. Dann geht er hier in den Charge-Bereich. Jetzt kann man sehen. Ein bisschen die Belichtung. Und wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, geht er in den Eco-Modus. Und wenn ich viel Leistung abrufe, geht er in den Power-Modus. Oh. Stopp, du bist zu schnell. Ach ja, da. 60 ist... nee, es passt. Das passt doch, jetzt passt es wieder. JP sei Dank. Genau. Wir halten uns ja an alle Geschwindigkeitsregelungen. So, hier vorne sind wir auf der Autobahn, hier wird viel gebaut im Saarland. Und ja, wo ist das nicht so? So ist es. Das heißt, Thema Vollgasfahren, 150 km/h Beschränkung. Ich habe das Gefühl, ich fahre jetzt viel Wohnmobil, da bist du ja entschleunigt unterwegs, so mit 100, 110. Ich komme fast genauso schnell an wie alle anderen. Genau, vom zeitlichen Aspekt, das sieht man auch in Frankreich. Also wenn ich jetzt mit einem Auto begrenzt fahre, also geschwindigkeitsbegrenzt, 110, 130, was ja in Frankreich üblich ist, dann habe ich in der Praxis nicht viel Zeit verloren. Und das ist eine Erkenntnis, die mittlerweile viele bekommen. Deshalb geht es auch momentan vom Trend so Richtung Elektro, so ein bisschen gechillter fahren oder schwächer motorisierte Benziner- oder Dieselfahrzeuge.
die halt im Endeffekt einen geringeren Schadstoffausstoß haben und dann komme ich trotzdem nicht langsamer dort an. Also ich verliere vielleicht, weiß nicht, auf 1000 Kilometer 20 Minuten. Aber wer fährt andauernd am Stück 1000 Kilometer? Die wenigsten. Deshalb, wenn ich relativ kurze Strecken auf der Autobahn fahre, 15, 20 Kilometer, verliere ich wirklich nicht viel Zeit und komme deutlich entspannter an. Ja, es gibt Hersteller, die trumpfen mit 5 Jahren, 7 Jahren Garantie auf für bestimmte Dinge. Wie ist hier die Gewährleistung? Weil die Kunden fragen ja bestimmt, wie lange ist Garantie auf die Batterie? Und Garantie für die Batterie und den Antriebsstrang von 80% garantiert für 7 Jahre bis 160.000 Kilometer. Und danach, man kann also auch während einem Leasing oder einer Finanzierung oder einer Barzahlung kann man auch noch zusätzlich halt einen Servicevertrag mit inkludieren. Dann sind die Wartungen halt noch mit drin, weil das Auto muss ja trotz dessen zur Wartung, obwohl er Elektroantrieb hat, aber Bremsen und Fahrwerk an sich muss ja auch gecheckt werden und das kann man dann halt über einen sogenannten Servicevertrag machen. Also nochmal, ich habe 7 Jahre und ihr garantiert, dass das System zu 80% entnehmbare Leistung hat. Genau so ist es, richtig. Und wenn das nicht so ist, gibt es eine neue Batterie in 7 Jahren. Also ob es dann eine neue Batterie oder eine Austauschbatterie oder eine Austauschbatterie oder eine Zelle ausgetauscht wird, das ist halt... Ist egal, die Garantie, ihr macht das aber wieder ganz. Genau, das Auto wird wieder repariert. So, jetzt weiß man ja von Tesla, die haben ja schon sehr lange die Autos draußen, das Thema Batterie ist nicht das Problem gewesen. Genau, das war es in der Vergangenheit nicht gewesen. Also man muss jetzt halt mal abwarten, wie sich jetzt bei ihm da darstellt. Das System ist ja jetzt hier auch ein zugekauftes System so gesehen. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, grundsätzlich sind Autos bestehen ja nicht nur aus dem, was Peugeot jetzt baut, sondern die Automobilindustrie liefert Standardbauteile, die kann man kaufen. Und es macht Sinn, das bei jemandem zu kaufen, der das gut kann. Und ihr habt da jemand, der das sehr gut kann. Ich denke schon, also man merkt es ja jetzt halt von der Umsetzung her, wie es in der Praxis dann funktioniert, aber das System ist von Samsung und läuft wirklich ausgesprochen gut. Ja, Samsung ist einer der größten Mischkonzerne der Welt, bauen Schiffe, Bagger, unter anderem natürlich auch Batterien, also sind einer der ganz großen Batteriehersteller und ja, es sollte dann funktionieren, das ist richtig. Kommt aus Korea. Genau so ist es. Also man muss sich dann da so ein bisschen frei von machen, aber wenn man sieht, welche Marktposition Samsung mittlerweile auch im Handybereich hat, wo man am Anfang auch vielleicht sagte, also vor einigen Jahren, sagt man, nee, ich bleibe lieber beim Nokia. Nokia gibt es mittlerweile nicht mehr, aber Samsung ist mittlerweile dafür super stark, oder Apple. Die Koreaner. Ja, und die haben ja auch viel Erfahrung mit irgendwelchen platzenden Batterien in Flugzeugen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben eben drüber gewitzelt, fahre ich jetzt mal über irgendwas drüber. Da haben wir es gesagt, viele Leute haben Angst, German-Angst, Reichweitenangst, haben wir im 2008 drüber gesprochen. Kommen Leute und sagen, 300 Kilometer, das langt ja nie. Das sind die wahrscheinlich meistens nur 60 Kilometer fahren, so wie du am Tag. Ja, das ist wirklich ein Thema. Also ich fahre in der Praxis noch nicht mal 60 Kilometer, aber das Thema ist, es wird also auch teilweise so vorgeschoben, weil wir bringen das ja auch im Gespräch dann vor, wo wir sagen, passt der Kunde vielleicht für ein Elektro, weil die meisten denken, es wäre teurer. Also wenn ich jetzt vom Verbrenner her abziehe, jetzt von der monatlichen Ratenbelastung, weil das ist ja immer der Parameter. Es kommen mittlerweile, glaube ich, noch 5% der Kunden zu und sagen, ich hätte gern ein Auto bar gekauft. Also das ist ja ganz, ganz selten. Das heißt, es ist eine Finanzierung oder ein Leasing und da muss man einfach gucken, wo steht die Rate. Wenn ich eine Rate habe, die beim Elektroauto mit Automatik, mit Vorwärmen oder Vorkühlfunktion, der hat ja auch so Gimmicks, die andere gar nicht haben oder wo es viel Geld kostet. Wenn die Rate genauso hoch ist, was spricht denn dagegen? Und die 300 Kilometer, die muss ich auch erstmal fahren. Also das ist... Der Björn ist eben reingekommen, also dein Chef. Kann man sagen, Chef? Oder? Das kann man sagen, ja, so. Genau. Und hat gesagt, die Bank hat da was Tolles. Die Bank hat momentan Sonderzinsungen für das Auto. Das heißt, ich liege in relativ günstigen Zinsbereichen für das Auto. Es gibt eine Versicherung, Flatrate. Das ist auch ein... Ach so, die kann ich bei euch auch kaufen, die Versicherung? Ja, also jetzt bei diesen Autos, bei Hybriden und bei Elektrofahrzeugen, also geht jetzt los bei 24,90 €. Bei der Kfz-Versicherung, das läuft über die Allianz, ist Vollkasko. Und ich brauche nur eine Schadensfreiheitsklasse 2 und muss ein Finanzprodukt abschließen. Also, was ist eine Schadensfreiheitsklasse 2? Was ist das? Es gibt ja so eine Einstufung für die Kfz-Versicherung, das heißt ganz Fahranfänger, also SF0, das wäre Schadensfreiheitsklasse 0. Das ist gering, weil ich habe 7 oder 9. Ja, das ist so also es ist relativ basic, also ist jetzt kein hoher Anspruch. Ich kann das mitnehmen, meine Schadensfreiheitsklasse. Ganz genau, richtig. Okay. So, und dann zahle ich eine Flatrate, da ist dann wahrscheinlich die Wartung auch schon mit drin? Nee, die Wartung hat jetzt mit der Kfz-Versicherung in dem Sinne nichts zu tun. Die Kfz-Versicherung ist nur rein für die Kfz-Versicherung und die kostet, wie gesagt, 24,90 €. Kaufen die Leute das oft bei euch?
definitiv. Also Nochmal, die warten, kostet 24,90. Die Versicherung. Ja, 24,90. Stopp, warte, ich muss mal gerade dein Gesicht zeigen. 24,90 € im Monat, ja. Kostet die Versicherung? Die Kfz-Versicherung, ja, mit Vollkasko. Mit Vollkasko? Ja. Ja, da musst du doch, das müssen doch alle machen, ne? Das müssten alle machen. Es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Parameter, die zu erfüllen sind. Man darf zum Beispiel nicht über 15.000 Kilometer im Jahr fahren. Ich habe schon gedacht, man darf nicht über 50 Jahre alt sein, das bin ich. Nee, das ist ausgefahren. 15.000 Kilometer im Jahr. Ja. Okay. Und es muss ein Finanzprodukt abgeschlossen sein, das heißt, es muss eine Finanzierung laufen oder ein Leasing. Und dann bin ich in der Situation, dass ich das buchen kann. Du musst aber keine Lebensversicherung bei euch abschließen oder einen Kühlschrank kaufen. Nee. Sollte ja seriös bleiben, das Ganze. Ne? Also, okay, es muss geleast, finanziert werden, genau. Dann kriege ich das für, ich komme da nicht, 25 € knapp. Also das ist im Verhältnis wirklich sehr günstig, das muss man echt sagen. Also, wobei man auch fairerweise sagen muss, Elektrofahrzeuge werden jetzt auch vom KBA, vom Kraftfahrtbundesamt, günstiger eingeschlüsselt, einfach weil man die Autos auch etablieren möchte auf dem Markt. Und das ist ja eine staatliche Einstufung letztendlich. Und dann sagt man, okay, die sind halt ein bisschen günstiger eingestuft, die Fahrzeuge. Kfz-Steuer wurde erhöht für Verbrenner vor kurzem. Habt ihr das gemerkt in der Kundschaft? Merken die das, wenn das statt 25 € auf einmal 130 sind? Das merkt man schon. Ich meine, klar, das ist aber eine Sache, die wir im Endeffekt nicht zu verantworten haben, wo wir dem Kunden nur die Informationen geben können, sodass wir sie haben, also wenn wir sie haben. Und dann weiß der Kunde das im Endeffekt. Das hängt halt mit der neuen Klassifizierung, mit den neuen Normen zusammen. Und dann ist es halt teilweise wirklich so gewesen, dass die Steuerbelastung hochging. Zeitversetztes Laden. Genau. Ich lese mal vor. Um das zeitversetzte Laden zu aktivieren, stellen Sie die Funktion in der Anwendung ein. Welche Anwendung? Also in dieser Anwendung, man geht halt hier auf die Uhrzeit und kann dann halt dementsprechend die Uhr einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Nachtstrom laden kann, der günstiger ich habe einen billigeren Anbieter. Genau, dann kann ich das hierüber vorprogrammieren und dann lädt das Auto halt dann dementsprechend voll. Sag mal, so eine App habt ihr nicht, dass man da irgendwie auf dem Handy oder so das ganze Auto sieht? Doch. Man hat Standort? Genau, also Scan My Peugeot gibt es oder My Peugeot. In dem einen kann ich das Handbuch abrufen, praktisch mit allen Bedienelementen des Fahrzeugs. Und im anderen ist es halt dann so, dass ich sehe, wo die nächsten Ladepunkte sind, wo ich laden kann. Da kann ich auch eine Reiseplanung machen. Ich frage mal anders, kann ich das Auto auf und zu machen mit der App? Auf und zu machen kann ich es nicht, nee. Kann ich sehen, wo es ist? Ich kann sehen, wo es ist. Man kann sehen, wo es ist. Genau. Kann ich das Laden damit beeinflussen mit der App? Ich kann das Laden, kann ich steuern, ja klar. Okay. Kann ich sagen, jetzt an, zum Beispiel Laden über die App? Kann ich auch. Geht auch? Okay, super. Also das war die Frage, die ich noch hatte, weil viele fragen ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen günstigen Stromanbieter habe, kann ich das über die App steuern und so weiter und so fort. Ja, ihr seid ganz am Anfang, das heißt, ihr habt ein Standardfahrzeug, nämlich eins der meistverkauftesten Peugeots überhaupt, der 208, ist schon ein Burner, oder? Ja, ist ein Volumenauto, ganz klarer Fall. Volumenauto. Habt ihr jetzt elektrifiziert, zu 100% Elektro. Wir reden nochmal über das Thema 0,25 Versteuerung. Deutschland Dienstwagen, das heißt, man zahlt wirklich nur ein Viertel der Versteuerung. Genau. Also wenn jetzt so ein Auto in maximaler Ausstattung ist, liege ich irgendwo im Bereich von, 35.000, 36.000 €, dann ist der wirklich schon schick ausgestattet. Und davon dann 0,25% als Versteuerung. Der ist schöner wie der noch. Der hat ein Leder und... Jo, also der ist dann halt wie der blaue, den wir ganz am Anfang gefilmt hatten. Der ist dann halt GT-Line oder GT-Ausstattung und der ist dann wirklich voll. Der hat auch dann Navi schon Serie und Sitzheizung und solche Geschichten. Das ist dann halt schon wirklich gut ausgestattet. Voll. Ja, voll, genau. Sehr schön. Ja, also cool. Automatik, Kleinwagen, kostet nicht viel, gibt eine Barverförderung. Wo ist denn der Haken? Die müssen euch ja die Bude einrennen mit den Dingern. Die Lieferfähigkeit. Also viele kommen ja her und denken, Mensch, jetzt suche ich mir mein Auto aus und dann fahre ich morgen mit dem Elektroauto hier vom Hof. Das ist halt momentan das Problem. Also A ist Corona und B ist die Nachfrage sehr hoch im Elektrobereich. Daraus resultieren dann halt auch längere Lieferfristen. Also das ist halt ein Haken. So, wir sind bei einer der ältesten Niederlassungen Deutschlands. Das heißt bei der PSA Retail GmbH in Saarbrücken. So ist es. Mit Stefan Konz, wir parken mal rückwärts ein. Auch der hat die wunderbare Kamera drin. Die guckt nämlich von oben Vogelperspektive drauf. Hier sehe ich alles beim Einfahren. Unbedingt mitbestellen, gell? Ja, sollte man machen. Also mittlerweile ist das ein Thema. Wer das nicht bestellt, also der braucht ja irgendwann eine neue Stoßstange. Kann passieren. Kann passieren. Mir auch schon passiert. Ja. Vorne. Einfach Unachtsamkeit. Es dauert auch immer einen Moment, bis die Sensoren dann angesprungen sind. Das ist hier halt bei der Kamera, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann geht es ratzefatze. So, man kann sogar Standardansicht, man kann die umschalten. Mach mal bitte. Gab mal hier, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Mach mal hier. Also ich kann hier umstellen. Ja. 180. Das ist so gebrochen, das ist dann wie so ein Prisma.
Dann die normale Anzeige jetzt ohne Kamera. Jetzt muss ich Sag mal, blöde Frage, Anhängerkupplung geht? Anhängerkupplung geht bei Elektro leider nicht. Noch nicht, ja, das ist so. Weil da kommt man nämlich früher, da wo es ist, konnte man die Anhängerkupplung sehen und konnte dann nämlich wunderbar einparken. Ja, ja. Aber darüber reden wir nochmal ein andermal. Das heißt, Anhängerkupplung, Anhängelast geht nicht bei Elektro. Nee. Super. Haben wir nicht. Prima, wir steigen mal aus, machen mal Abmoderation. Denn Ehrlichkeit währt am längsten, sage ich immer, lieber Stefan. Wenn es keine Anhängerkupplung gibt, dann sagen wir das. Genau, das macht auch Sinn. Ne? Bevor man hier das Auto da stehen hat und hätte gerne eine und nachgerüstet und es geht einfach nicht. Da sind sie, wie Bruder und Schwestern mit Samsung Elektronik drin. Ja, einer der Weltmarktführer. Da habt ihr euch gut eingekauft. Zumindest konnte ich bei der Probefahrt keine großen Schwierigkeiten feststellen. Ja, das war das Probefahrtvideo und die Vorführung, der sogenannte Walkaround vom 208 Peugeot. Der wird wo gebaut? Die kommen aus Frankreich, aus Sochaux und werden dort halt produziert. Jetzt halt hoffentlich in größeren Stückzahlen. So, denn die Nachfrage ist wirklich groß. Also wir haben noch ein 2008 Video gemacht, könnt ihr gerne mal schauen. Ich werde es auch hinten in der Karte bei YouTube verlinken. Wenn ihr den Kanal seht, dann abonniert den Kanal von Saarland Fernsehen, denn wir werden noch spannende Videos machen. Unter anderem werden wir den 508 Hybrid nämlich noch mal zeigen und vorführen. Das ist ein Auto, was der Stefan nämlich gerne auch privat fährt. Ein ganz tolles Auto und auch da werden wir euch das mal zeigen. Wenn ich das Auto haben möchte, wie ist deine Telefonnummer? Ich habe die 0681 7615 127. Nochmal 0681 7615 127. 127. Wenn ich aus Hamburg komme, darf ich dich anrufen? Na klar. Wenn ich aus Köln komme, darf ich dich anrufen? Auch dann. Ja, ihr habt unglaublich viele Kunden aus ganz Deutschland. Aufgrund der Videos gucken die Leute Videos, ja, bestellen die Autos, fragen mal nach. Könnt ihr auch eine Finanzierung oder ein Leasing über die Ferne abwickeln? Klar, das ist überhaupt kein Thema. Also ob ich das jetzt mit einem Kunden mache, der in seinem Büro in Saarbrücken sitzt oder in Köln oder in Bad Nauheim oder wo auch immer, geht. Seid ihr günstig? Na klar! Ja, ist ja immer die Fragestellung, aber vom Grundsatz her muss man es halt einfach mal vergleichen. Ich denke schon, dass wir gute Argumente haben. Ihr seid nämlich direkt vom Hersteller, ihr habt echte Volumen, muss man sagen, denn ihr seid mittlerweile gleich behandelt gegenüber auch allen anderen Händlern. Da zählt aber auch, wie viele Autos man verkauft, oder? Das zählt auch dazu, aber wir sind halt immer noch, es bleibt auch so Filiale. Ne? Also eine Filiale. Ihr seid der Hersteller quasi, wir sind Tochter. So gesehen die Tochter des Herstellers, ja. Dass wir das nochmal haben. Also das kann ja jeder selber entscheiden, aber du machst den Job seit 20 Jahren. Das heißt, ich kann nicht nur in Deutschland, ich kann hier aus Frankreich anrufen, wenn ich möchte, unbedingt. Genau. Das ist erlaubt. Das geht auch, das ist auch erlaubt. Also europäisch gesehen sowieso. Also, und man kann uns auch aus Frankreich anrufen. Aus der Schweiz würde auch gehen mit der Mehrwertsteuer, könnt ihr abwickeln? Selbst das mit der Schweiz haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit. Wobei Schweiz ja jetzt wieder speziell ist so ein bisschen, weil es halt jetzt... Österreich würde gehen? Österreich würde gehen, ist mehr EU. Aber auch selbst das mit der Schweiz haben wir auch schon gehandelt. Luxemburg habt ihr ganz oft? Ja, Luxemburg haben wir auch oft, das stimmt. So ist es. Ja, hier steht er, der 208. Lasst euch informieren, BAFA-Förderung gibt es noch wie lange? Bis Ende nächsten Jahres aktuell. Das hilft doch schon, oder? Das hilft uns und dem Kunden auch vor allem, weil die Raten, die vorher rauskamen, das Auto kostet halt mal einen Zehner mehr, jetzt also 10.000 Euro mehr. Zehner. Zehner, ja. Das macht natürlich eine Rate schon was aus. Und wenn ich jetzt halt die BAFA-Förderung plus Händleranteil habe vom Rabatt, dann ist es natürlich sehr nah an dem Auto, das ich jetzt normal vielleicht rechne. Ja, Stefan Konz, stellvertretend für alle Kollegen von der PSA Retail GmbH aus Saarbrücken. Ja, und wenn Sie Lust haben, rufen Sie an, nochmal die Telefonnummer. 0681 7615 127. Ja, danke. Tschüss, Stefan. Gerne, ciao.